Hallo und herzlich willkommen zu einer hastigen Runde. Die Zeit drängt, wir müssen sofort los. Aber einmal in die Taschen greifen, werde ich auch noch dürfen, oder? Ein Zwerg muss eben Prioritäten setzen. So ist das. Ich beeile mich doch schon. Jetzt mach doch mal ganz ruhig. Die Karte sagt, da oben ist auch noch was. Und da kommen wir doch auch hin. Ein Plünderer. Nicht mehr, nicht weniger. The skull. Come to the skull. Das Ziel ist mir bekannt. Braucht man mich nicht nochmal dran zu erinnern? It's not over. Come to the skull. Ein heilender Trank. Die können auch so aussehen. Heilt die Zustände blind, verstummt, gelähmt Help me. und vergiftet. Ach so. Auch noch auf der anderen Seite. So the demonic figures we saw were Gith Yankee all along. Jetzt sag bloß. Please, help me. Auflöse. Oh. Ja, leck mich doch. Dafür hat sich das doch schon mal gelohnt. 50 bis 100 Schaden. Ich glaub's ja nicht. Ihr habt I nicht. can't hold them off much longer. Habt nicht zufällig auch sowas dabei? Oh. Oh, wie schade. Naja, das andere nehme ich aber auch. Kollege, schaffst du das alles noch? Hurry. I can't hold them back alone. Oder wird's dir da schon zu schwer? Schleift der Beutel schon auf dem Boden? Nö. Wer ist sie denn? I need you. Now. Ja, wo ist denn der andere Teil der Truppe? A hero at heart. Was macht ihr denn? Kommt ihr? Oder braucht ihr eine persönliche Einladung? Don't touch me. Over here. Denkt doch mal ein bisschen mit. This should work. Ich weiß, ist viel verlangt. The skull. Come to the skull. Have a lot on my mind. Ich gehe da einen kleinen Umweg. Orgischra Kieler. Rüber würden wir kommen, aber erreichen von hier aus unmöglich. Ha! Ob wir da gesehen werden? Help me. Jetzt ist doch mal gut. Can't risk being in open view. Eins, zwei, drei. It's not over. Come to the skull. Oh, da tut sich schon was da hinten. Eins, zwei, drei und vier. Please, help me. Da sind wir alle da. Das mache ich aber mit dem Kolben.
Und schön von hinten. Nee, aber was? Kein Rückzug. Was geht dir denn durch den Schädel? Beigetreten. Can't afford to fail. Warte mal, die anderen positionieren wir da schon mal. Einer so. Musst mir nicht an den Fersen kleben. So, da stehst du perfekt. Hui, da liegt ja schon gleich. Na komm, dann darf heute mal der Wille. It's not over. Come to the skull. Mit seiner Armbrust arbeiten. 1, 2 und die anderen auch. I can't hold them off much longer. Light on my feet. Darunter nicht. Hey, nur fliegen ist schöner. Hurry. I can't hold them back alone. Ich fühle mich hier so allein. Ach, wo hängt's denn wieder dran? Ihr braucht nicht mehr zu schleichen. Jetzt aber mal alle hier rüber. Zu weit entfernt. I need you now. Müsst ihr echt die große Runde gehen? This way. Du sagst es. Die anderen. Och, ihr treibt mich in den Wahnsinn. Schaffst du auch nicht mehr? The skull. Come to the skull. Ja, so geht's natürlich auch. Kannst du gleich mal die Abgrundkriecher da einstecken? Mann, oh Mann, oh Mann. Ist ja eine schwere Geburt. Blades always sharp. Dann kannst du auch gleich mal wieder darüber. Help me. Let's try this way. Watch your back. Jetzt macht aber mal fix, sonst liegt die mir noch länger in den Ohren. Stück noch. Zu hoch. Hey, Applaus. Help me. Schön, alle versammelt. Not as bad as it could have. Können wir... Einer fehlt noch. Moving in. Oh, oh, der Imperator, abtrünniger Elititer. Darf ich mich mal einmischen? Oh, vielleicht sollten wir da die Gruppe What's next, I wonder? wieder auseinanderziehen. Oh nö.
mind flayer. God's damned abomination. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Ja, klar, Verbündeter, kann ja jeder sagen. Auf den Arm nehmen kann ich mich auch selbst. Wartet mal. Moment. Wächter? Wächterin? Ich bin gerade etwas verwirrt. Beweist mir, dass ihr seid, wer ihr sagt. You saved a child from a viper, back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackheath's wrath upon you. I told you about my room in the Elsong Tavern, that night when you held me. I was vulnerable. You comforted me. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Ja, die Beweise sind schon recht eindeutig, aber Spioner hätten das auch herausfinden können. Oh, lass mich eindringen. Ich muss das mit eigenen Augen sehen. Naja. Oh, einfach zu wichtig. Da muss noch mal Inspiration raus. Komm schon. Despite your best attempts to be subtle, the mind flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a walk pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight! Das überfordert mich. Da werd ich die ganze Zeit von einem Gedankenschinder an der Nase herumgeführt. Kann doch nicht wahr sein. Oder wie? Oder was? Ja, soll ich? Oder soll ich nicht? Wenn es wirklich wahr ist, wäre das wohl mein Ende. Falls sich das nicht in die Richtung entwickelt, die ich gern hätte, können wir den Imperator ja immer noch umboxen. Schließen wir uns erstmal dem Kampf. Together, we can turn the tide. Gegen die Githyanki an. Orpheus? Prinz Orpheus? Ist das der, von dem wir schon so viel gelesen hatten? Der eine, der wahre, der Mächtige.
der Gefangene. Ha. Na gut. Okay. 1, 2, 3, 4 Stück. Zähle ich da. 68, 76. Und die Prälatin hat am meisten. Oh, wer darf denn zuerst? Astarion? Dich könnten wir doch... Ah, verdammt. Da stehst du hinter der Säule. Dann komm halt davor. Bist du denn im Vorteil? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber gegen die schon. Na komm, dann nehmen wir erstmal dich. Mehr ist da aber erstmal nicht drin. Bleibst du da, bleibst du stehen. Was seid ihr eigentlich für Kampfmönche? Da darf der Zwerg. Und der Zwerg, der geht direkt rein. Dahin? Oder lenk ich sie ab? Ich lenke die ab und die anderen kümmern sich erstmal um die beiden hier. So machen wir's. Nun, dann bekommst du von mir, wie soll das anders sein? Das hier. Da. Und weil ich das immer so schön finde, gleich nochmal drauf. Der nächste bitte. Ey. Warum denn immer so fies? Schattenherz. Was machen wir mit dir? Oh, ich wüsste da schon was. Da müsstest du aber mal... Oh, das wird zu weit. Das wird zu weit. Probier's. Gehst du dahin? Holst du den Bogen raus? Die Armbrust? Bogen? Armbrust? Egal. Und dann blenden wir mal hier die Glutgeschrei. Mies. Ganz mies. Und da kriegt sie gleich das Echo zu spüren. Brauchst du meine Hilfe eigentlich? Du siehst doch gar nicht mal so schwach aus. Fleet of Foot. Betäubt, betäubt, betäubt. Dazwischen stehen sie wieder alle auf einem Haufen. Nicht, dass wieder Flächenangriff kommt. Lernst du das Fliegen? Tschüss. Schade um die Beute. Aber einmal muss man das mindestens machen. Das gehört dazu. Sie dürfen. Wo sie doch immer noch betäubt ist. Oh. Was erlaubst du dir? Ach, da muss heute Abend mal wieder jemand übers
nie gelegt werden. Habe ich das Gefühl. Na komm, dann wenigstens noch. So einen Schwung hier. Passt da auch nicht mehr drauf. Erhebe dich und misch mal mit hier. Oh stimmt, ich hätte ja was noch beschwören können. Naja, bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Komm, einmal geht noch. Theoretisch ja auch noch zweimal. Aber auch eben nur in der Theorie. Mit wem von euch dreien wisch ich jetzt den Boden? Was war denn das nochmal? Oh, okay. Wir müssen da mal das kleiner machen. Ach komm, weißt du. Nimm die große. Ach nee, du hast da jetzt den Speer. Stimmt. Let's do this. Bonusaktion. Kommt ja schon. Unterworfen. Dann nehme ich doch. Ja doch. Bist schon richtig. Was machen wir nun mit dir? Stück nach vorn. Och, ich krieg die Krise. Astarion, war es ein Fehler, dich wieder in die Gruppe zu nehmen? Ich habe das Gefühl. I'm not going to last much longer. Geschieht dir recht, du Knecht. Beide liegen sie auf dem Boden. Beide You've made a grave mistake. bekommen jetzt, was sie verdient haben. Und was tut er da? Nichts. Stich. Und Ende. Na komm. Darfst nochmal. Wenn du willst. I must regain control of the Githyanki prince. Ach komm. Dönerspieß rein. Da kommt ja eh nicht mehr viel. Mit dir könnte ich schon mal ein bisschen Let's go. nach hinten, beziehungsweise nach vorn. Schluss jetzt.
500 Erfahrung. Blood comes easy these days. Nicht schlecht. These boots have seen everything. Ich komme und ich werde dich holen. Durchbohren und durchlöchern. So mein Motto. Handkantenschlag. Wenn jetzt gleich noch ein Kamehameha abgefeuert wird, da staun ich nicht schlecht. Wir machen das von hinten. On I go. Meine Gute, du pfeifst auch schon wieder aus dem letzten Loch. Soldier of the Githyanki, quickly! Sagte er und machte selbst. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer, yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. Ja, das kam auch für mich überraschend. Ihr wart also die ganze Zeit im Prisma. Aber warum habt ihr mich getäuscht? It was necessary. Rare are those that would openly consider a partnership with a mind flayer. Even those who are on a path of becoming one. I was someone once. Someone just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my own city. I sustained myself on criminals, unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed, and they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Also führt alles wieder zu Fürst Gortash. Trotzdem kann ich mich irgendwie nicht mit deiner aktuellen Gestalt abfinden. Muss man sich dran gewöhnen. Fürst Gortash war einer der Auserwählten der Kolonie. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature.
But to enslave an elder brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Aber dazu muss es erstmal kommen. Und musstet ihr die Gehirne von Verbrechern essen? War das nötig? Rather them than potential future allies, like you. Ja, okay, guter Punkt. Also erzählt er mir, worum es bei diesem Kampf ging? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive-mind communication. It is the same power that enabled Orpheus' mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus' mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Eins muss man mal sagen, bei dem ganzen Durcheinander weiß man schon gar nicht mehr, welche Seite hier die gute und welche die schlechte ist. Schrecklich. Wollte Vlaakith, dass wir euch oder Orpheus töten, als sie uns ins Prisma geschickt hat? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlaakith will be finished. Aber gibt es keine andere Möglichkeit, sich vor der Absoluten zu schützen? Müssen wir ihn dafür versklaven? Ist ja nicht so meine Art. Wart ihr auch hier gefangen? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prison. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Tja, und so führt das eine zum anderen. Was würde passieren, wenn wir Orpheus befreien? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already illithid, a sworn enemy, just like me.
Null Toleranz. Immer diese Vorurteile. Je mehr ich mit euch spreche, desto weniger erscheint ihr mir wie ein Gedankenschinder. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Nein, danke. Bis hierhin und nicht weiter. Diese Grenze will ich nicht überschreiten. Ich will es vermeiden, zum Gedankenschinder zu werden. Ich dachte, ihr hättet eingewilligt, mich zu beschützen. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn ich morgens in den Spiegel schaue, will ich doch lieber einen Bart an meinem Kinn sehen und keine Tentakel. Noch eine Frage. Wenn ihr mich weiterentwickeln könnt, warum könnt ihr die Zeremorphose dann nicht vollständig aufhalten? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Illithid. So, do you wish to evolve or not? Na, warte doch mal, du hast es doch gerade gesagt. Es lief alles bis jetzt ganz gut. Warum etwas ändern? Was würde das eigentlich bedeuten? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Der größte Teil erhalten, habe ich da gerade gehört. Bedeutet, ein kleiner verändert sich? Nein, auf keinen Fall. Da lehne ich ab. Ich glaube auch nicht, dass das den anderen gefallen würde. Nochmal für dich zum Mitschreiben. Nein, auf keinen Fall. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with Illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Ja. Große Macht hat immer gewisse Risiken. Na, wollen wir doch mal sehen, ob wir da noch etwas herausfinden. Was liegt im Verborgenen? Was ist denn in letzter Zeit los?
Komm schon. 2-mal Inspiration nur noch. Oh, oh, oh. Da müssen wir uns unbedingt wieder was verdienen. Ich will das jetzt aber wissen. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you, just as the Emperor said. Und wenn ich sie noch ein wenig in der Tasche lassen würde? Die vergammelt doch nicht, oder? Puh. Ich bleibe bei meiner ursprünglichen Entscheidung. Nein, ich will das nicht. Oh, Gottes Willen. Warum fragt man mich eigentlich, wenn ich nicht wirklich die Wahl habe? Oh, so knapp. So knapp. Kann der doch jetzt nicht einfach sich zwischen die Zähne hauen. You may resist now, but it's too late. You already embraced the powers the parasite gave you. You leveraged them to manipulate, to dominate, to survive. Your nature is no longer your own. You are well on your way to fulfilling your illicit potential. You are ready to evolve. Nein, bin ich nicht. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Oh Mann, ey. Hat er's doch getan. Halbelititer. Du hast die Metamorphose durchlaufen und bist nun Halbelititer. Du kannst jetzt sogar noch mächtigere Psionik freischalten. Das wollte ich doch aber gar nicht. How many die today? How many die tomorrow? Ach, dieses wunderschöne Gesicht sieht jetzt so aus. Da muss ich eine Nacht drüber schlafen. Tut mir leid, Jungs und Mädels. Das war zu viel für mich. Für heute. Und damit, liebe Leute, sage ich auch wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.